Wer von euch kennt das? Ihr seid aus dem Rollstuhl gefallen und ihr kommt dann nicht wieder alleine rein. Natürlich helfen andere immer gerne, aber es ist natürlich auch kein schönes Gefühl, wenn man immer auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Ich selbst konnte den Bodentransfer lange Zeit überhaupt nicht. Und dann habe ich vor ein paar Wochen ein Video von einer Tetraplegikerin gesehen. Tetraplegiker, das bedeutet, oder das hieß bei ihr, dass die Arme und die Hände auch nur eingeschränkt funktioniert haben. Also sie war noch höher gelähmt als ich. Und trotzdem hat sie es geschafft, wieder von alleine in den Rollstuhl zu kommen. Und da war für mich klar, dass ich das Ganze auch nochmal ausprobieren muss. Der Bodentransfer ist super wichtig. Wenn ihr euch einfach mal aus dem Rollstuhl raussetzen wollt auf den Boden, das kann zum Beispiel sein, wenn ihr im Schwimmbad seid und da wieder aus dem Becken raus seid und in den Rollstuhl wollt. Oder ihr wollt im Kinderzimmer mit euren Kindern spielen und euch da mit auf den Teppich legen. Dafür ist es super wichtig, das zu können, weil sonst macht man das nicht. Selbst wenn man Hilfe hat, ist es was anderes, wenn man das selber machen kann und da selber einfach wieder in den Rollstuhl reinkommt. Ob ihr den Bodentransfer lernen könnt oder nicht, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da geht es zum einen natürlich darum, was für eine Behinderung ihr habt. Wenn ihr eine Querschnittslähmung habt, wie hoch ist so eine Querschnittslähmung? Wenn ihr eine andere Behinderung habt, dann auch die Frage, ist da vielleicht so ein Muskelverlust mit dabei? Dann macht es wahrscheinlich oft auch gar keinen Sinn, das zu üben. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch noch euer Gewicht und die Höhe eures Rollstuhls, eurer Sitzfläche dafür entscheidend. Ich habe zum Beispiel die Vorteile, dass ich sehr lange Arme habe und dadurch fällt mir der Rollstuhltransfer, auch wenn es so lange nicht geklappt hat, fällt er mir ein bisschen einfacher. Ich habe vor kurzem diese Technik gefunden, mit dem der Transfer wirklich gut funktioniert. Ich stelle mir erst den Rollstuhl neben mich, ziehe die Bremsen fest und dann setze ich mich parallel dazu hin. Dann platziere ich mein linkes Bein am Rollstuhl, so dass es nicht umfallen kann und so, dass der Schuh möglichst nah an meinem Po dran ist. Danach ziehe ich das andere Bein zu meinem Körper ran, auch wieder so, dass der Schuh möglichst nah bei mir ist. Das Knie fixiere ich dann mit meinem Kinn, so dass ich mich mit meinem Arm so hochbocken kann. Dann beuge ich mich nach vorne und drücke mich mit dem rechten Arm so seitlich in den Rollstuhl hinein. Hier das Ganze nochmal in der Zeitlupe. Man kann sich da aber auch das Leben ein bisschen einfacher machen, indem man einfach das Sitzkissen vorher rausnimmt und sich das unter den Po schiebt, dann hat man weniger Distanz, die man vom Boden überbrücken muss. Hier ist jetzt mal ein Bodentransfer von jemandem mit einer tieferen Lähmungshöhe. Bei dem ist das so, der braucht seine Beine vorher nicht fixieren, der kann einfach so sich wieder in den Rollstuhl hineindrücken. Ich habe dann noch eine zweite Möglichkeit gefunden, wie ich vom Boden wieder in den Rollstuhl hineinkomme. Dabei lasse ich die Bremse von meinem Rollstuhl offen und schiebe auch wieder meine Beine zum Körper hin, auch wieder möglichst nah. Wie man sieht, ist es wichtig, dass man rutschfeste Schuhe oder Socken anhat, damit einem die Beine nicht wegrutschen. Und dann ist es wichtig, dass ich einen Punkt habe, an dem ich mich abstützen kann, sonst ist das mir auch zu hoch. Auf jeden Fall drücke ich mich nach oben und dann ziehe ich den Rollstuhl unter meinen Po.
Und hier ist dann noch der Transfer von der Tetraplegikerin, wo ich am Anfang erwähnt habe. Die hat eine ganz andere Technik gefunden, die habe ich auch so vorher noch nirgendwo gesehen. Und zwar geht die auf ihre Knie und klettert dann quasi so, wie man hier sieht, auf den Rollstuhl drauf. Auf den Teil, auf den sie gerade drauf klettert, hat sie noch ein Handtuch gelegt, wie man hier auch teilweise sieht, damit sie sich da nicht verletzt. Die Art und Weise, wie sie da hochklettert, ist etwas gefährlicher. Deswegen würde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt empfehlen, das so standardmäßig zu machen. Für den Notfall ist das aber mit Sicherheit eine gute Option. Ich wünsche mir, ich hätte den Transfer schon früher gelernt. Denn es macht einem das Leben wirklich einfacher. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Badesommer, weil da kann ich mich dann auch endlich mit dazu an den Badesee legen. Auch das Zelten auf meiner nächsten Handbike-Packing-Tour wird deutlich entspannter, weil ich viel weniger mitnehmen muss und jetzt in einem viel kleineren Zelt ohne Liege da übernachten kann. Wenn euch das interessiert, guckt euch auf jeden Fall auch mal mein Handbike-Packing-Video an und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr noch eine andere Möglichkeit kennt, wie man wieder gut in den Rollstuhl hineinkommt.